Endlose Wälder, weite Seen, rot-weiße Häuschen. Schweden. Davon habe ich schon so lange geträumt. Und dieses Jahr war es endlich soweit. Mit dem Wohnmobil ging es für uns nach Schweden. Ein paar kleine Eindrücke habe ich euch ja schon in meinen Shorts gezeigt. Heute aber nehme ich euch mit auf die ganze Reise. Durch unberührte Natur, stille Momente am Wasser und durch kleine Orte mit dem besonderen Schwedenzauber. Es gibt ein bisschen Bullerbü und Astrid Lindgren-Feeling, dazu viel rote Holzhäuschen zwischen Birken und Fahrradmomenten. Und zum Schluss habe ich noch ein paar hügelige Einblicke aus Kopenhagen, denn da haben wir auf unserer Rückreise auch noch mal Rast gemacht. Also macht's euch gemütlich und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Da der Weg von Süddeutschland nach Schweden doch ziemlich weit ist, haben wir unsere Reise wieder in Etappen aufgeteilt. Unser erster Halt war Hardegsen in Niedersachsen. Dort haben wir schon mal übernachtet und da haben wir dann für eine Nacht Halt gemacht. Oh, guten Morgen. Was für ein Service hier. Was, wie gesagt? Was? Nein. Nein. Danach ging es dann für uns weiter an die Ostsee, genau gesagt nach Hovacht. Dort haben wir uns mit Freunden getroffen, die hatten dort eine Ferienwohnung, weil sie selber dort Urlaub gemacht haben. Und wir haben dann einen schönen Abend verbracht, wir waren spazieren, haben uns was zu essen geholt und bei denen in der Ferienwohnung gegessen und haben den Tag ganz gemütlich ausklingen lassen. Am nächsten Morgen mussten wir ziemlich zeitig aufstehen, denn unsere Fähre nach Dänemark stand an und von Hovacht bis Fehmarn war es noch ein kleines Stück zu fahren. Deshalb haben wir uns da ein bisschen Zeitpuffer eingeplant. Die Überfahrt, die hatten wir schon von zu Hause aus gebucht, da ist es nämlich ein bisschen günstiger und wir hatten total viel Glück, denn weil noch nicht so viel los war, konnten wir sogar schon eine Fähre früher nehmen. Von dort aus ging es dann quer durch Dänemark, vorbei an Kopenhagen bis zur Öresundbrücke. Und auch die hatten wir schon vorab gebucht und so konnten wir ganz entspannt nach Schweden weiterfahren. Bevor wir aber da ankamen, lag so ein richtiges Highlight noch vor uns, nämlich die Fahrt über die Öresundbrücke selber. Fast 8 Kilometer lang, erst ein Tunnel unter dem Meer und dann eine künstliche Insel und schließlich eine imposante Brücke. Für mich war das so ein richtiger Gänsehautmoment und der Augenblick, in dem mir klar wurde, yeah, jetzt fahren wir tatsächlich nach Schweden. Ich gebe es zu, ich habe tatsächlich ein paar Tränchen verdrückt, weil für mich so ein großer Traum in Erfüllung ging. Meine Männer haben sich natürlich über mich lustig gemacht, aber das war mir in dem Moment völlig egal. Unser erster Stopp in Schweden war das IKEA-Museum in Älmhult. Da wollte ich nämlich unbedingt mal hin, weil ich ein echter IKEA-Fan bin und mich die Geschichte und die Anfänge total interessiert haben. Wo gehen wir jetzt hin? Und wer hat was vergessen? Ich, Was hast du vergessen? Hamburger Fleisch. Aber wir sind ja hier in Schweden nicht aus der Welt. Genau, ja. Und wir gehen jetzt, also die Jungs und ich, wir gehen jetzt zum IKEA-Museum.
Da Hunde ja logischerweise nicht ins Museum rein dürfen, ist mein Mann mit dem Max eine schöne große Gassi-Runde gegangen, während ich mit den Jungs durchs Museum gestiefelt bin. Ich bin ja in der DDR groß geworden und da gab es kein Ikea. Vielleicht fand ich es gerade deshalb so spannend zu sehen, wie aus dieser kleinen Idee in Schweden so ein riesiges Unternehmen geworden ist und wie sich das Wohnen über die Jahre so verändert hat. Für uns war das total spannend zu erleben, wie sich alles von den allerersten Möbelstücken bis hin zu den typischen IKEA-Designs entwickelt hat, die heute fast jeder kennt. Was ich noch kurz erwähnen möchte, im Museum ist alles auf Schwedisch und auf Englisch ausgeschildert. Das gilt übrigens, so haben wir die Erfahrung gemacht, auch für sämtliche Attraktionen in Schweden. Auch wenn man jetzt kein Schwedisch spricht, kommt man mit Englisch überall super weiter. Ich persönlich habe ja nur mein Schulenglisch von vor 30 Jahren, aber selbst damit bin ich erstaunlich gut zurechtgekommen. Und wir hatten ja auch noch unseren Großen dabei, der spricht Englisch wie Muttersprache und der hat uns im Notfall ein paar Mal mit Vokabeln ausgeholfen. Von Älmhult aus ging es dann weiter rund 180 Kilometer quer über die schwedische Landstraßen. Ich laufe ja oft barfuß oder bin in Barfußschuhen unterwegs, aber beim langen Sitzen im Wohnmobil bekomme ich schnell kalte Füße, deshalb habe ich immer meine dicken Socken griffbereit und die habe ich jetzt hier gerade auch mitgefilmt. Die gehören einfach für mich im Wohnmobil dazu. Bei uns ging es dann vorbei an rot gestrichenen Holzhäuschen, kleinen Dörfern, endlosen Wäldern und immer wieder glitzernden Seen, die zwischen den Bäumen da aufgeblitzt sind. Erstaunlicherweise war der Verkehr angenehm ruhig. Ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass wir schon in der Nebensaison unterwegs waren oder ist es in Schweden generell einfach so entspannt. Das kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Das Land ist auf jeden Fall riesig und da verläuft sich bestimmt vieles, solange man jetzt nicht in der Nähe von einer Großstadt unterwegs ist. Uns hat auf jeden Fall diese Fahrt schon unheimlich gut getan. Einfach rausschauen, das viele Grün aufnehmen und dabei merken, wie man innerlich langsamer wird. So ein Stück Natur genießen, auch wenn es nur durch die Autoscheibe ist. Am Spätnachmittag sind wir dann auf unserem Campingplatz in Mariannelund angekommen und wir waren sofort begeistert, wie traumhaft schön das dort ist. So ein richtiger idyllischer Ort mitten in der Natur. Am nächsten Tag haben wir den Platz ein bisschen erkundet und sind dann eine schöne große Gassi-Runde im Wald gleich hinterm Campingplatz gelaufen, wo die Wege so mit Holzschnitzeln ausgelegt waren. Da musste ich natürlich gleich mal barfuß laufen, um mich zu erden. Und nach dem Frühstück haben wir dann unsere Fahrräder vom Träger geholt und sind zu unserem ersten Ausflug gestartet. Unsere erste Tour, die ging für uns zum Kattulthof, dem Filmschauplatz von Michel aus Lönneberger. Das kennen bestimmt viele. Die Strecke dorthin ist etwa 11 Kilometer lang und mit dem Fahrrad braucht man so circa 45 Minuten. Und wir haben uns die Tour ausgesucht, die quer durch die schwedischen Wälder geführt hat. Die Wege waren angenehm zu fahren, typische Waldwege eben, und links und rechts kamen immer wieder einsame Höfe zum Vorschein, dazwischen Wiesen, Felder und auch mal so kleine Seen, die zwischen den Bäumen aufgetaucht sind. Und sogar mitten im Wald sieht man dann irgendwo mal eine Mülltonne stehen und da merkt man erst, wie verstreut die Menschen hier wohnen. Elche haben wir zwar keine gesehen, aber dafür jede Menge schöne Natur. Und hier mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist wirklich optimal. Man kommt gut voran und kann so richtig schön die Umgebung aufnehmen.
Schon bevor wir zum Katholdhof gefahren sind, haben wir uns informiert, dass die Saison dort schon beendet und alles geschlossen war. Trotzdem konnte man das Grundstück frei anschauen und es gab da auch zahlreiche Infotafeln zum Dreh und zu den Schauspielern. Das Wohnhaus ist im Privatbesitz, das kann grundsätzlich nicht besichtigt werden, aber normalerweise sind die Schuppen, in dem der Michel seine Strafe abgesessen hat, und das Haus vom Knecht geöffnet. Das konnten wir jetzt nicht anschauen, aber diese ganze Location und diesen ganzen Drehort mal zu sehen, das war wirklich traumhaft schön, das alles mal in live zu erleben. Auf dem Rückweg haben wir dann eine andere Strecke gewählt, weil wir nochmal nach Mariannelund wollten, um ein paar Sachen einzukaufen. Dort haben wir dann auch einen kleinen Bäcker gefunden, haben dort ein Stück Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken, bevor es dann wieder zum Campingplatz ging. Am nächsten Tag haben wir uns dann nach einer ausführlichen Gassi-Runde und einem gemütlichen Frühstück wieder auf die Fahrräder geschwungen und sind nach Vimmerby gefahren. Da ist etwa eine Strecke 30 Kilometer lang. Mit dem Fahrrad braucht man so circa 1,5 Stunden. Vimmerby, das ist die Geburtsstadt von Astrid Lindgren. Dort gibt es den Pippi Langstrumpf Themenpark und auch das Geburtshaus von Astrid Lindgren kann man besichtigen. Der Park hat zu der Zeit allerdings schon geschlossen, war schon nach Saison, und für unsere Jungs wäre das ohnehin nichts mehr gewesen, also die sind aus dem Alter raus. Beim Elternhaus von Astrid Lindgren, was wir uns eigentlich angucken wollten mit dem Park, hat uns allerdings der Eintrittspreis von ca. 80 € für uns alle zusammen abgestreckt. Darum sind wir da auch nicht da reingegangen. Wir haben stattdessen noch einen kleinen Abstecher zum Marktplatz gemacht und die Männer sind anschließend noch ins Motocross-Museum gegangen, was für die auf jeden Fall ein echtes Highlight war. Auf dem Rückweg haben wir uns allerdings ein bisschen mit der Akkuleistung unserer E-Bikes verschätzt. Vor allem, wenn man den Max im Fahrradanhänger zieht, geht der Akku viel schneller leer. Und am Ende mussten wir die Anhänger tauschen und sind dann gerade noch so wirklich auf den letzten Metern gut zu Hause am Campingplatz angekommen. Aber da haben wir ganz schön geschwitzt. Die Männer gucken sich jetzt das Motocross-Museum an und da wählen Trainer Max und ich eine kleine Runde. Komm. Nachdem wir dann wieder auf dem Campingplatz waren, musste ich erstmal duschen und mir die Haare waschen. Ich war nämlich komplett durchgeschwitzt. Den Spätnachmittag habe ich dann mit dem Ludwig im Wald verbracht. Wir sind dort kreuz und quer durch die Gegend gestreift und hatten unseren Kompass mit dabei und auch das Schnitzmesser. Und da haben wir doch tatsächlich an den Wurzeln von alten, umgestürzten Bäumen wie so eine Art Behausungen entdeckt. Das sah aus wie selbstgebaute Wichtelhäuser mit ganz kleinen Eingängen und Verstecken und mit Moos und Steinen. Das war total fantastisch. Wir haben uns dann gleich so ein paar Geschichten ausgedacht und so ein bisschen rumgesponnen, welche Trolle, Wichtel und Elfen wo dort wohnen. Und ich muss sagen, man fühlt sich tatsächlich dort so ein bisschen wie im Märchenwald und denkt, jeden Moment kommt irgendwie ein Elch oder ein Troll um die Ecke. Also es war wirklich fantastisch. Zwischendurch haben wir uns dann noch die Schuhe ausgezogen, haben uns geerdet und sind ein bisschen barfuß gelaufen. Und in der Zwischenzeit hat dann der Papa schon das Abendessen vorbereitet und Gemüse geschnitten für ein leckeres Omelett aus dem Airfryer. Ich muss sagen, das war übrigens die beste Entscheidung des Urlaubs, den mitzunehmen. Also den Airfryer, nicht den Mann.
Am nächsten Tag stand dann ein ganz besonderes Ziel auf unserem Plan: Bullerbü. Allein der Name weckt ja schon sofort Kindheitserinnerungen. Die Geschichten von Astrid Lindgren, die kleinen Höfe, diese roten Häuschen und das einfache Leben auf dem Land, das ist ja voll meins. Wir sind also losgefahren, erst ein Stück auf der Straße und dann weiter über die Wege durch die Wälder und Felder, vorbei an den einzelnen Höfen und den kleinen Seen. Und ich muss sagen, schon die Anfahrt hatte dieses typische Schwedengefühl, das man sonst normalerweise nur aus Büchern oder Filmen oder von Instagram kennt. In Bullerbü angekommen, fühlt man sich sofort in die Geschichte von Astrid Lindgren reinversetzt. Die kleinen Höfe, die liegen genauso dicht beieinander, wie es in den Geschichten beschrieben wurde. Die Häuser sind zwar alle im Privatbesitz, also besichtigen kann man sie nicht, aber trotzdem lohnt sich ein Besuch, weil allein das Flair schon ganz fantastisch ist. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, mal selber kurz Kind zu sein und auf die Schaukel zu springen. Es war einfach richtig toll. Wir haben danach eine kleine Pause in dem Café eingelegt, was es dort gibt. Dort kann man leckere, selbstgemachte Köstlichkeiten kaufen, selbstgebackenen Kuchen und allerlei regionale Dinge, geschnitzte Sachen, Honig und auch selbstgestricktes. Da haben wir uns ein bisschen umgeschaut und für den Ludwig war die Scheune mit dem Heu dann noch ein echtes Highlight. Da konnte man nach Herzenslust reinspringen und natürlich der Kletterbaum. Auf dem Rückweg von Bullerbü sind wir eine Straße lang gefahren, die muss ich euch einfach zeigen. Die war so herrlich, kein Auto weit und breit, es ging nur bergab und bei der Fahrt durch die Wälder konnte man sich so richtig den Wind um die Nase wehen lassen. In Mariannelund haben wir dann noch mal bei den Bonbonmachern angehalten. Das war total spannend zu sehen, wie die so die Zuckermasse gezogen und in Form gebracht haben. Und zum Schluss durfte sich noch jeder so ein kleines Tütchen zum Probieren nehmen, bevor es wieder in Richtung Campingplatz ging. Von Mariannelund gibt es übrigens einen richtig schönen Fahrradweg durch den Wald bis hin zum Campingplatz. Den haben wir leider erst am letzten Tag entdeckt, genauso wie diesen See hier, von dem ich mich kaum losreißen konnte. Ich hätte auch noch Stunden verbringen können. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Für mich ist das auf jeden Fall ein Grund, irgendwann doch mal hierher zu kommen. With me, there's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Blue is the sky, like the color
Meine Männer haben mich noch kurz zum Wohnmobil begleitet an dem Tag und sind dann weitergefahren zu den Filmbühnen Smaland, das Filmmuseum hier in Mariannelund, das gleich in der Nähe vom Campingplatz ist. Da dreht sich alles um die Astrid Lindgren-Filme, Emil, Ronja Räubertochter, Pippi und noch einige mehr. Man kann sich da die Kulissen anschauen und so ein bisschen ausprobieren und sogar selber kleine Filmszenen mitdrehen. Während ich da den Max im Wohnmobil gehütet habe, hatten die drei dort ihren Spaß. Der Ludwig hatte meine Kamera mit und hat ein bisschen gefilmt, sodass er mir dann nachher noch ein paar Eindrücke zeigen konnte, was sie da so gemacht haben. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk. Am nächsten Tag dann haben wir unseren Campingplatz in Mariannelund verlassen und sind weitergefahren in Richtung Vetternsee. Der Vetternsee ist ja der drittgrößte See Schwedens und fast dreimal so groß wie der Bodensee. Das ist echter Wahnsinn. In Gränna, einem Ort, der für seine Zuckerstangen bekannt ist, haben wir einen wunderschönen Stellplatz direkt am Hafen gefunden und am Nachmittag sind wir dann noch ein bisschen durch die Stadt geschlendert, haben den Bonbonmacher über die Schulter geschaut und ich habe mir in einem Laden eine wunderschöne Leinenstrickjacke gekauft. Come hold my hand. Let's find. Die Mama hat eine wunderschöne Strickjacke hier im Grenna gefunden als Ersatz für den leider vor dem Urlaub eingelaufenen Wollpullover, den ich ja zu heiß gewaschen habe. Und das hier ist 70% Leinen und 30% Baumwolle und das ist so mega cool. Bin ich total happy. Ja, ich denke, man sieht es mir an, wie happy ich war mit meiner Jacke. Ich liebe Leinen einfach und die Jacke passt so wunderbar zu mir und ich finde sie richtig schön. Wer es übrigens noch nicht weiß, Schweden ist auch sehr bekannt für seine tollen Leinenprodukte. Also wenn ihr da was sucht, kann ich Schweden total empfehlen. Ja, und was haben wir noch an dem Nachmittag gemacht? Wir waren dann noch Eis essen an der Uferpromenade und was auch noch total witzig war, unser Junior hat dort fast 1500 Kilometer von zu Hause entfernt auf dem Spielplatz tatsächlich jemand aus seinem Sportverein getroffen. Ich sag's ja immer, total verrückt. Die Welt ist ein Dorf. Die nächsten 2 Tage haben wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Die Wäsche musste mal gemacht werden, da haben auch alle mitgeholfen. Und zwischendurch sind wir immer wieder mit den Fahrrädern rumgefahren und haben kleine Ausflüge gemacht, unter anderem auch zum Röttle-Vattenfall. Das ist so ein kleiner, wirklich ganz schöner Wasserfall mitten im Grünen und auch überall diese rot-weißen Schwedenhäuschen, die man da findet. Dort haben wir uns eine ganze Weile hingesetzt und dem Rauschen von dem Wasserfall zugehört. Und ja, dann war man noch Kaffee trinken. Übrigens in Schweden kann man sich fast überall gratis Kaffee nachfüllen, wenn man da einmal eine Tasse bezahlt hat. Und es gibt auch überall kostenloses stilles Wasser dazu. Also das braucht man nicht bezahlen wie hier bei uns in Deutschland. Finde ich super praktisch. Ja, und dann sind wir noch oft am Wasser gewesen und haben noch was gespielt. Also ganz entspannte Tage.
An unserem letzten Tag in Schweden sind wir mit der Fähre auf die Insel Visingö, die mitten im Vätternsee liegt, gefahren. Die Insel ist ungefähr 14 Kilometer lang und 3 Kilometer breit und hat eine Fläche von ca. 25 Quadratkilometer. Also total perfekt, um sie mit dem Fahrrad zu erkunden. Wir sind da kreuz und quer über die Insel getingelt, vom südlichsten zum nördlichsten Zipfel und wieder zurück. Und ich glaube, am Ende waren das so ca. 35 Kilometer. Die Insel die ist sehr landwirtschaftlich geprägt. Überall gibt es kleine Höfe, Felder, Wiesen und dazu jede Menge Pferde auf den Koppeln. Was mir nicht nur auf der Insel, sondern generell in Schweden aufgefallen ist, vor jedem Haus oder Hof, egal ob groß oder klein, waren Rasenroboter unterwegs. Und die Vorgärten, die sahen wirklich alle aus wie frisch gemähte Golfplätze. Sogar der Kirchenplatz wurde gemäht. Das hat schon was sehr Typisches für Schweden und wir mussten mehr als einmal schmunzeln. Obwohl Visingö so klein wirkt, gibt es dort sogar einen eigenen Golfplatz und einen Flugplatz. Das hat uns total überrascht. Wir haben dann noch eine Pause in einem kleinen Selbstbedienungscafé eingelegt und später sind wir noch an einem wunderschönen Naturstellplatz direkt am Wasser vorbeigekommen und da war uns klar, da müssen wir unbedingt noch mal hin. Diese Mischung aus weiter Landschaft und ländlicher Ruhe und dem Blick auf den riesigen Vetternsee, die hat uns total beeindruckt. Und bei dem traumhaften Wetter, was wir hatten, dem blauen Himmel und der Sonne satt, war das einfach ein perfekter Abschluss für unsere Schwedenreise. Bevor wir an diesem Tag den letzten Abend in Schweden verbracht haben und Abendbrot gemacht haben, sind wir noch schnell was einkaufen gewesen. Dort in dem Supermarkt hat mich die riesige Auswahl an Milch und Milchprodukten fast erschlagen. Gefühlt gibt es dafür wirklich jeden Geschmack eine eigene Sorte. Das fand ich total faszinierend. Den Abend haben wir dann ganz entspannt am Wohnmobil ausklingen lassen, gekocht und am nächsten Tag, als der Regen kam, ging es dann für uns langsam auf den Rückweg. Wir hatten uns an dem Tag einfach vorgenommen, so lange weiterzufahren, bis der Regen aufhört. Und ja, was soll ich sagen, wie der Zufall so will, hat uns ausgerechnet Kopenhagen regenfrei empfangen. Meine Männer, die haben es gefeiert, denn die wollten sowieso noch mal nach Kopenhagen und ich muss ehrlich gestehen, ich war auch nicht ganz böse. Also haben wir beschlossen, ganz spontan noch mal 2 Nächte in unserer Lieblingsstadt dran zu hängen. Wir sind dann wieder auf den gleichen Campingplatz gefahren, auf dem wir eigentlich immer übernachten, wenn wir dort sind, und haben Abendbrot gekocht und uns auf den nächsten Tag gefreut. Ach ja, Kopenhagen ist für uns irgendwie wie nach Hause kommen. Und das, obwohl ich ja eigentlich gar kein Fan von Großstädten bin. Aber hier ist das irgendwie anders. Das ist die einzigste Großstadt, in der ich mir wirklich vorstellen könnte, mal zu leben. Man kennt inzwischen die App, mit der man die Metro bezahlt, weiß ganz genau, wo man ein- und aussteigen muss, wo es das leckerste Smørrebrød gibt und an welchen Ecken man sich für ein spritziges Getränk eine kleine Pause gönnen kann. Kopenhagen ist einfach unsere Stadt.
Wir haben dann erstmal einen Abstecher zur Markthalle gemacht, ein bisschen Smørrebrød gegessen, sind durch die Fußgängerzone geschlendert, vorbei am Streetfood-Markt, weiter an den Hausbooten und schließlich am Nünhafen. Wir haben den Abend dann noch mit einer Pizza ausklingen lassen und uns den Tag einfach so treiben lassen. Am nächsten Morgen haben wir dann nach einem ausgiebigen Frühstück uns nochmal mit Smørrebroten ausgestattet, bevor es dann auf die Fähre ging und wir nach Deutschland übergesetzt sind. Und dann haben wir an der Ostsee nochmal Rast gemacht für eine Nacht und haben uns mit Bekannten getroffen. Eine Nacht noch an der Ostsee. Wir sind jetzt hier gut gelandet, mit der Fähre rübergekommen. Eine Fähre früher und jetzt gehen wir nochmal an den Strand und treffen uns nochmal mit jemandem. Unser letztes Urlaubswochenende haben wir dann in der Nähe von Bremen verbracht. Dort hatte unser Jüngster mit seiner Faustballmannschaft ein Turnier zur deutschen Meisterschaft. Da sind sie übrigens 7. geworden. Ich habe dann wohl nicht mitgefilmt, weil da so viele Leute waren. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinem kleinen Kameramann bedanken. Der Ludwig hat im Urlaub ganz viel gefilmt und damit nicht unwesentlich zu diesem Video beigetragen. Unser letzter Halt, bevor es dann endgültig nach Hause ging, war noch in der Nähe von Nürnberg. Und ja, das war es jetzt auch schon mit meinem kleinen Reisevideo. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie wir beim Reisen. Ich sage jetzt mal danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, Urlaub ist zu Ende. Leider. 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 War schön. Sehr schön. Heute geht's Nach Hause.